Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Der Hans hat mich gefragt, sein Kursteilnehmer, und mich gebeten, wie könnte man denn auf einem Keyboard ein bisschen Volksmusik spielen oder volkstümliche Musik oder vielleicht Oberkreismusik. Ne? Und dem komme ich natürlich gerne nach und zeige mal hier einmal eine Anfängerversion, also etwas für Einsteiger. Muss natürlich nicht gleich ein Top-Keyboard, das Spitzenkeyboard wie hier der Yamaha Genus sein. Also es genügt ein Einsteiger-Anfänger-Keyboard. Wir brauchen für die Oberkreiner Musik 3 Instrumente im Prinzip. Das ist einmal eine Trompete, vorzüglicherweise vielleicht eine Oberkreiner Trompete, und die haben wir hier, Oberkreiner Trompete. Ein steirisches Akkordeon, also die steirische, die diatonische, die auf Zug und Druck einen anderen Ton spielt. Typisch österreichisches Instrument. Und dann vielleicht auch noch eine Oberkreiner Klarinette oder eine normale Klarinette. Ja. Und wir spielen natürlich ganz brav in C-Dur hier. Und ich zeige hier mal eine einfache Variante. Ich habe hier einen Style aus dem Superior, also beziehungsweise der Style ist hier standardmäßig vom Traditional und Folk, der Oberkreiner Polka 3. Und wenn ich jetzt mit dem Tempo ein bisschen runter gehe, dann haben wir zum Beispiel hier und so weiter. Also das wäre zum Beispiel diese Variante, die man sich natürlich einlernen muss. Gut, für Einsteiger ist das auch noch zu schwierig, gebe ich natürlich schon zu. Man kann es natürlich auch abflachen. Dann wäre es zum Beispiel so. Oder noch einfacher, wir nehmen hier den Harmony-Effekt, nicht? Hier im Duett. Das wäre so die wirklich einfache Variante. Bitte in der linken Hand gibt es bei mir keinen Einfingermodus. Wir greifen immer Akkorde, denn nur mit Akkorden kannst du wirklich ganz, ganz viel Bandbreite erreichen und die auch, ich sage jetzt einmal, musikalisch richtig ist. Ja. Ich habe ja auch in meinem Anfängerkurs Keyboard für Anfänger, lernst du gleich von Anfang an in der linken Hand Akkorde zu greifen. Später gibt es dann auch Slash-Akkorde, also wo der Bass, der unterste Ton, dann noch ein bisschen eine andere Harmonik hergibt, aber ich möchte jetzt einmal nicht so viel hier verwirren. Akkorde links. Und du hast vielleicht auch gesehen, jetzt in der fortgeschrittenen Variante spielen wir auch in der linken Hand ein bisschen was dazu. Zur Rechten dazu. Aber für die Einsteigerversion haben wir 2 Akkorde, C-Dur, G-Dur oder G-Septim. Und wir spielen rechts das C, A, G, A, G, A, G, F. Langsam beginnen, langsam üben und steigern. Dann schaut das Ganze so aus, ne? Dass man sagt, ein C. In der linken Hand haben wir C-Dur, G-Dur. In dieser Art am Arranger Keyboard zu spielen, ist natürlich sehr interessant, weil man, ich sage mal, mit den Spielhilfen relativ schnell zu einem Erfolgserlebnis kommt. Ja, anders wie beim Klavier, da musst du, wenn du wirklich ein Erfolgserlebnis haben willst, jahrelang üben,
und spielen, damit dann wirklich was rauskommt. Es gibt natürlich sogenannte Papageikurse auch beim Klavier in den letzten Jahren. Da wird irgendwas nachgespielt. Kein Mensch weiß, was man eigentlich macht. Als Teilnehmer spielt man einfach was nach. Ja, okay, man spielt ein Musikstück, aber musikalisch weiß man null, was man eigentlich wirklich macht. Ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Also in meinem Keyboard-Anfängerkurs lernst du von Beginn an Akkorde, Noten, Quintenzirkel, gehört dazu, auf lustige Art, mit schönen Musikstücken. Da kann ruhig eine Volksmusik dabei sein. Und vor allem auch die Instrumentenkunde dazu. Das heißt, wie spiele ich zum Beispiel dann eine Klarinette? Nicht? Dass ich zum Beispiel solche Dinge dann drinnen habe. Und so weiter. Also das ist jetzt natürlich schon wieder die fortgeschrittene Version. Aber dorthin soll die Reise gehen. Das heißt, dass ich wirklich optimal das Keyboard ausnutze und ausreize. Keyboard oder elektronische Orgel ist ja relativ identisch. Bei der elektronischen Orgel kommt dann noch das Basspedal auch noch dazu. Ne? Das da unten. Aber wichtig ist Akkorde, Noten, Harmonielehre, Instrumentenkunde. Weil zum Beispiel, wenn ich eine Klarinette da spielen würde, ja, das ist keine Klarinette. Oder wenn ich habe eine Trompete und dann kommen Leute, die dann plötzlich sagen, ich spiele so meine Trompeten. Da gibt es keine Trompete, klingt fürchterlich. Ja, die Trompete, wenn wir es jetzt noch richtig spielen, dann spielen wir es in B-Dur oder S oder As. Aber wir können auch in der C-Dur mit Spielhilfen, mit einem Transposer wunderbar in B-Dur spielen, obwohl wir auf der Tastatur C-Dur spielen. Ne? Und das sind eben dann diese Dinge. Ne? Und weil der Hans eben gemeint hat, okay, wir spielen hier mit einem Finger, am Anfang bitte, in der rechten Hand. Entweder der typische steirische Rhythmus oder diese Oberkreiner, das sind diese typischen, die Teile. Und so weiter. Ne? Also auch hier in der Volksmusik kann man mit einem elektronischen Instrument ganz, ganz viel umsetzen, wenn man die Spieltechniken kennt. Also Grundvoraussetzung: Akkorde in der linken Hand, den Begleitautomat, den Arranger richtig bedienen, in der rechten Hand entsprechend Noten, Quintenzirkel, Fingerübungen logischerweise mit Spielhilfen. Denn nur wenn man natürlich die Technik mit einbindet, also mein Ansatz im Keyboard-Anfängerkurs, wie auch im fortgeschrittenen Kurs, ist 50% Spieltechnik, Spielkönnen, Theorie, 50% Technik, beides kombiniert, macht mega Spaß. Und meine hunderten Teilnehmer, die ich hier in den Keyboard-Kurs drinnen habe, haben halt einfach Spaß am Spielen und spielerisch lernt man dazu. Wie auch Volksmusik. Ja. Das kann natürlich von Akkordeon, Hockbrettel sein. Und so weiter. Also wenn man weiß, wie man in jedem Genre richtig spielt, kann man wunderbar
am Keyboard, egal ob ein Yamaha Genos, ein Korg, eine Orgel, Versi, Böhm, was auch immer, wunderbar spielen und umsetzen. Grundvoraussetzung sind Noten, die braucht man trotzdem. Das müssen keine Mega-Partituren sein. Einfache sogenannte Fake-Sheets, also eine Zeile Akkorde darüber, wie man die Akkorde errechnet und erlernt. Dafür gibt es von mir einen Minikurs, die geheime Akkordformel, findet man auch auf der Online-Musikschule.info. Noten, Quintenzirkel, Musik verstehen. Also nur wenn du weißt, was du machst, kannst du auch richtig Musik umsetzen mit der Technik, mit den Spielhilfen. Das hat nichts damit zu tun, dass das Ding von selber spielt, weil dann brauche ich ja kein Instrument dieser Größenordnung oder überhaupt ein Keyboard oder elektronische Orgel. Aber einfach richtig entsprechend umsetzen. Viel Spaß und vielleicht sehen wir uns wieder im nächsten Video.